Die Themen im heutigen Zocker-Lounge-Wochenrückblick sind: erneuter Leak zu Anno 117 verrät neues Straßenfeature, Diplomacy is not an option kurz vor Fertigstellung, Stormgate stellt dritte Fraktion vor, Medieval Dynasty Koop endlich für Konsolen und neues Content-Update für Pioneers of Pagonia dreht das Spiel mal eben auf links. Bereits ein Jahr früher als erwartet hat Ubisoft Mainz Anfang der Woche während des hauseigenen Forward-Events Anno 117 Pax Romana angekündigt, was durch einen Leak bereits am Vormittag keine große Überraschung mehr war. Der Leak, der den Namen sowie das Setting bereits vorab verraten hatte, wurde von Ubisoft selbst veröffentlicht, denen wohl beim Update der eigenen Homepage ein Fehler unterlaufen war. Blöd nur, dass ihnen ein ähnlicher Fehler nun auf der nun rund erneuerten Anno Union passiert ist, weshalb wir, wenn auch in schlechter Qualität, viel zu früh einen ersten Screenshot aus dem Spiel selbst erhalten haben. Anno 117 scheint sein starres Rastersystem ein Stück weit aufzubrechen und ermöglicht euch somit erstmals vertikale Straßen im 45-Grad-Winkel. Ebenfalls ist der serientypische Kontur am Hafen gut zu erkennen, sowie die Wasserversorgung über ein riesiges Aquädukt. Der Titel The Forge of Rome könnte der Name der Singleplayer-Kampagne sein. Alles bisher Bekannte habe ich euch bereits in den aktuellen Anno-News aufbereitet. Bereits am kommenden Dienstag möchte uns Ubisoft dann in einem Livestream weitere Details präsentieren, worüber ich euch dann natürlich ebenfalls auf dem Laufenden halten werde. Obwohl hier trotz Leak kurioserweise noch kein Gameplay gezeigt werden soll. You can take it from here. Das sich bereits seit 2022 im Early Access befindliche Diplomacy is not an option nähert sich nun endlich seinem Full Release, welches im September 2024 erfolgen soll. Die Vollversion soll dann eine runde, vollständige und anspruchsvolle Singleplayer-Kampagne bieten und euch neben dem Endlosspiel einladen, dem Titel noch einmal eine Chance zu geben. In Diplomacy is not an option errichtet ihr eine Festung, um euch dann gegen Tausende von heranstürmenden Gegnern zu verteidigen. Before the Infernals invaded us on Earth and destroyed human civilization, they engaged in battle with their... Mit der Celestial Armada wurde nun endlich das Geheimnis um die dritte spielbare Fraktion aus Stormgate gelüftet. Der inoffizielle StarCraft-Nachfolger, welcher euch mit einem Free-to-Play-Konzept überzeugen möchte und sich dann ausschließlich über Cosmetics und E-Sports-Turniere finanzieren soll, hat somit nun alle Hosen runtergelassen und soll finally am 13. August erscheinen. Neben einer spannenden Kampagne, welche ihr auch im Koop mit Freunden spielen können sollt, will der Titel dann vor allem alle Fans von schnellen RTS-Schlachten unter seinem Dach vereinen und in klassischer StarCraft-Manier euch 3 völlig unterschiedliche spielbare Fraktionen bieten, die hoffentlich gut genug ausbalanciert wurden. Celestial Armada is here. Earth is the latest battleground, and the war, it's just getting started. Mit deutlicher Verspätung kommen nun endlich auch Konsolenspieler in den Koop-Genuss von Medieval Dynasty. Der neue Modus, der für Steam-Spieler schon seit einem halben Jahr verfügbar ist, erscheint nun final am 27. Juni für fast alle. Genauer gesagt wird das Update für Käufer der PC-Version über den Epic Games Launcher nachgeliefert und gleichzeitig für die PlayStation 5 und Xbox Series X und S-Spieler veröffentlicht. Besitzer der PlayStation 4 und Xbox One-Versionen gehen allerdings leer aus. Mit dem kommenden Update soll dann auch Crossplay zwischen allen Plattformen möglich sein. Für Steam-Spieler interessant,
Mit diesem Update soll auch eine umfassende Content-Erweiterung erscheinen, zu der aber noch keine Details vorliegen. When the world leaves you no solid ground left to stand on, then rely on your hope. Wow, einfach nur wow! In etwa das war meine Reaktion auf den Vorab-Release des Bergbau-Updates für Pioneers of Pagonia. Denn nicht die namensgebenden Minen, die sich so gut ins Spiel einfügen, als wären sie nie weg gewesen, oder der von Gronkh betonte Geologe sind das Highlight, Kohle. sondern der neue Gegnertyp in Form der Scarfs, der das Spiel in einem ersten Schritt in Richtung PvE gehen lässt. Denn diese verhalten sich bereits in ihrer ersten Ausbaustufe wie eine gegnerische Siedlung samt Ressourcenabbau und Landerweiterung via eigener Pioniere. Da man nun auch alle Fantasy-Elemente wie Geister oder Werwölfe abstellen kann, erinnert eine Partie jetzt noch deutlich mehr an eine gute alte Die Siedler-Partie gegen die KI. In Zukunft sollen die Scarfs daher weiter ausgebaut werden und eventuell in Zukunft dann auch eine vollständige eigene Siedlung errichten, um euch als vollwertige KI-Siedlung unter Druck zu setzen. Das bisher größte Content-Update könnt ihr ab sofort im Beta-Branch auf Steam antesten. Alles im Detail, dann wie gewohnt ausführlich in der kommenden Woche in den Pagonia News. In diesem Sinne, gerne ein Abo dalassen für mehr und bis zum nächsten Mal. Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.